Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Auch dieses Jahr haben wir uns wieder einen kleinen April-Scherz geleistet und deswegen gibt es heute die Review zu Nodzilla, einer Kaiju-Komödie, die im Jahr 2019 auf dem G-Fest veröffentlicht wurde und 2020 als Film herauskam. 1962 tötet die JSDF eine Kaiju-Mutter namens Nodzilla, trotz der Proteste des Paläontologen Dr. Ishihiro Hiro Honda, der glaubt, er könne sie wieder auf ihre normale, kleinere Größe zurückbringen. Er rettet ihr Ei und bringt es nach Ohio, spült es jedoch versehentlich die Flugzeugtoilette hinunter. Es wird aus dem Flugzeug geschleudert und fällt in den Ohio River. Die Wissenschaftler der Secret Nuclear Underground Government Installation, kurz SNUGI, in Cincinnati treffen sich unter Leitung von SNUGI-Chef Dr. Richard Blowhart. Nachdem ein weiterer Atomreaktortest mit einer Explosion endet, entdecken Richard und seine Assistentin Dr. Shirley Udest das Nodzilla-Ei im Fluss und Richard nimmt es mit. Hiro erklärt, dass die Art Nocillosaurus Portiontilden abnorme Ausmaße annimmt, wenn sie mit Alkohol in Berührung kommt. Später am selben Tag schlüpft Nodzilla und beginnt sofort Richards gesamtes Bier zu trinken. Nodzilla wächst weiter und entkommt. Hiro will das Monster retten, während Richard es ausrotten will. Hiro gibt zu, dass er für Nodzillas Ankunft in Amerika verantwortlich ist. Richard bittet das Pentagon um Hilfe bei der Vernichtung Nodzillas, aber da die meisten Streitkräfte mit der Kuba-Krise beschäftigt sind, kann er nur Brigadegeneral Dirk Burgess, Leiter der militärischen Abteilung für ganz Südwest-Ohio, erreichen. Raketen, Granaten und Geschosse haben keine Wirkung auf Nodzilla, der Fahrzeuge und Soldaten umwirft, als seien sie nur Spielzeuge. Eine Staffel Kampfjets trifft ein, aber Nodzilla schnappt sich die Fäden, an denen sie hängen, und schneidet sie durch. Burgess plant, dem Monster nach Cincinnati zu folgen und fragt Richard, ob SNUGI zufällig irgendwelche supergeheimen Waffen herumliegen hat, woraufhin Richard seinen supergeheimen Überfusions-Megablaster enthüllt. Hiro konfrontiert Richard, der erwähnt, dass seine Waffe als Nebeneffekt Cincinnati für die nächsten 50 Jahre verstrahlen wird. Hiro, der einen schwarzen Gürtel in Haiku besitzt, macht Richard bewegungsunfähig, indem er zutiefst schöne Gedichte rezitiert. Nodzilla bedroht derweil einen Zug, indem er die Passagiere von den hinterleuchtenden Fenstern abzieht, während Hiro sich mit dem örtlichen Braumeister Fritz Übertrinker zusammentut, um Shirleys warme Fusion nutzt, um eine Anti-Bier-Formel zu entwickeln. Trotz der Gefahr für Cincinnati trommelt Richard seine Kollegen zusammen, um ihm beim Bau seines Megablasters zu helfen. Burgess tritt erneut gegen Nodzilla an, scheitert jedoch. Während die beiden Wissenschaftlerteams ihre Arbeit fortsetzen, stellt Burgess dem Monster mit Hochspannungstreten eine weitere, wirkungslose Falle. Nodzilla rennt dann durch die Straßen von Cincinnati und stößt feurige Rülpser aus. Er nimmt Shirley mit, aber sie schafft es, mit ihm zu kommunizieren und ihm anzuweisen, die von ihm gelegten Feuer wieder zu löschen. Dann setzt er sie ab und verlässt die Stadt. Shirley kehrt danach zu SNUGI zurück und enthüllt Richards Geheimnis. Er ist kein richtiger Wissenschaftler, sondern der ehemalige Kinderfilmstar Donnie Draper. Shirley ermuntert sie, den Megablaster zu sabotieren. Richard und Donnie enthüllen die Waffe am Big Final Ridge und Dr. Butai zieht auf die Stadt. Allerdings kommt es nach der Sabotage durch die anderen Wissenschaftler zu einem Kurzschluss. Nodzilla trifft ein und überreicht Shirley einen Strauß Bäume. Hiro taucht ebenfalls mit einem Pritschenwagen auf mit der Anti-Bier-Formel in einer riesigen Bierdose. Als Nodzilla diese trinkt, schrumpft er zur Freude fast alle auf seine natürliche Größe. Dr. Butai enthüllt jedoch einen streng geheimen alternativen Stromschalter. Als Richard und Donnie den Knopf drücken wollen, springt der Rest der Besatzung vor das Monster und erklärt à la Spartacus, dass auch sie Nodzilla seien. Hiro rammt die Bierdose mit dem Lastwagen und stößt sie in den Weg des Todesstrahls, in der die Formel auf Butai und Richard und Donnie sprüht. Dadurch schrumpfen beide auf Puppengröße. Die 4-Sterne General Specific trifft ein und informiert von der Spitzenreporterin Pearl Stringer. Sie ernennt Shirley zur neuen Leiterin von SNUGI und Hiro zum Direktor des in Entstehung befindlichen Giant Monster Protection Program des Pentagons. Dessen Aufgabe ist es, die Welt vor Fortsetzungen zu schützen. In der Folge adoptieren Shirley und Hiro Nodzilla, in der Dr. Butai und Donnie in einem Spielzeugauto herumfährt. Hiro fragt Shirley, ob sie noch mehr Kinder adoptieren möchten, als gerade 3 neue Nodzilla-Eier an Land gespült werden. Die Handlung orientiert sich an die traditionellen Godzilla-Filme und bringt einige Versatzstücke in dieses Werk mit rein. Die Satire ist handlungsmäßig gelungen. 8 Gs. Auch wenn dies eine Satire ist, sind die Effekte sogar weit unter die der Gamera-Showa-Reihe.
4 Gs. Die Musik ist leider nichtssagend, begleitet aber den Film ganz gut. 5 Gs. Es gibt zwar keine Kämpfe mit anderen Kaiju in diesem Film, aber die Szenen mit dem Militär sind schon ganz lustig gemacht. 6 Gs. Der Film unterhält einen trotz seiner Schwächen eigentlich ganz gut. Die Satire ist durchaus gelungen und die Schauspieler geben sich auch Mühe. 7 Gs. Damit komme ich auf 30 von 50 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Da der Film eine Parodie ist, lässt er sich schwierig bewerten. Mal abgesehen von der geschuldeten, lächerlichen Art, verbirgt sich im Kern des Films eine souveräne Handlung. Auch hier werden Kaiju missverstanden und eines sogar getötet. Das Ende offenbart, dass dies vollkommen unnötig ist und zeigt mal wieder, dass der Mensch alles, was er erstmal nicht versteht, beseitigen möchte. 8 Gs. Und auch an dieser Stelle muss von den bewusst skurrilen Szenen, wie zum Beispiel der Moment, als Notzilla die Fäden der Fliegerstaffel fängt, abgesehen werden. Die anderen Effekte sind dabei nicht überragend, allerdings sieht der Anzug recht gut aus. 6 Gs. Die Musik ist auf einem anständigen Niveau, mehr aber auch nicht. 5 Gs. Die Kämpfe zwischen der Armee und Notzilla sind ebenfalls auf einem anständigen Niveau. 5 Gs. Die Spannung kommt nicht wirklich auf, aber auch das ist wieder den verschiedenen Comedy-Elementen geschuldet. 4 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 28 von 50 Gs. Und zusammen mit Sven seiner Bewertung kommen wir durchschnittlich auf 29 Gs. Für eine Low-Budget-Produktion ist der Film wirklich gut umgesetzt und gespickt mit Anspielungen auf die Produktion der Tore. Es gibt also trotz der relativ niedrigen Bewertung eine klare Empfehlung. Allerdings ist der Film zurzeit nur auf der original englischen Synchro zu sehen, weshalb vielleicht auch nicht bei allen Eilewitze richtig zünden werden. Bis dann. Es war Frankenstein.